Wahnsinn! Das ist krank. Das ist crazy. Wahnsinn. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Zwifo. Es war ganz schön kalt heute Nacht, aber wir haben uns jetzt schon mit Chai und Kaffee aufgewärmt, machen uns jetzt gleich noch was zu frühstücken und dann heißt es wirklich sehr viel, sehr lange fahren. Wir machen uns auf den Weg nach Calgary und wenn wir dann angekommen sind, haben wir so gut wie einmal fast Kanada durchquert. Crazy. Also, Frühstück und dann ab auf die Straße. Wir beginnen unsere Reise auf der Trans-Canada in Ontario entlang des Lake Superior und sie führt uns direkten Weges durch Manitoba, Saskatchewan bis nach Alberta. Wir haben gerade getankt, denn uns wurde gesagt, man soll jede Gelegenheit nutzen zu tanken. Denn es könnte vorkommen, dass man kilometerlang keine Tankstelle mehr findet. Deswegen haben wir jetzt voll getankt hier in Thunder Bay, in einer Kleinstadt, hier jetzt auf dem Weg, ganz am anderen Ende vom Lake Superior. Und ja, haben die ersten 2 Stunden Fahrt heute Morgen schon hinter uns gebracht. 1,5. Mhm. Und jetzt geht die wilde Fahrt weiter. So wild ist die Fahrt gar nicht. So wild ist sie gar nicht. Ist einfach nur geradeaus. Ist einfach nur teuer und geradeaus. Gar nichts. Bevor wir in die nächsten Kilometer reinfahren, machen wir noch einen kurzen Ölcheck. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Man kann auch ein bisschen Ölspur erkennen, aber nicht mehr so doll. Und ja, jetzt kippen wir mal einen halben Liter Öl nach. Den kleinen wenigen Rest, den wir noch aus Deutschland mitgebracht haben. Check. Sehr gut. Beim Ölauffüllen regen wir uns jedes Mal über unser Auto auf. Also das ist so eine beschissen lange Stange, um Öl zu kontrollieren. Man bleibt immer 1000-mal irgendwo hängen. Das ist richtig, zum Öl einfüllen ist auch richtig kompliziert. Also wenn ihr euch einen Van kauft, achtet darauf, dass man gut Motoröl kontrollieren kann. Vor allem, wenn er so viel haben will wie unser. Genau.
Willkommen in Manitoba! Wuhu! Wir Yes. haben es durch Ontario geschafft. Juhu! Wir sind in einem neuen Bundesstaat. Wer hätte es gedacht? Und wir sind auch schon in Winnipeg. Wir haben hier auch schon so einiges erledigt, unter anderem heiß geduscht. Oh ja. Und wir haben jetzt hier noch so eine kleine Farmers Market Halle entdeckt, wo Basti auf jeden Fall hin möchte. Sven hat auch richtig Lust. Ich habe irgendwie so überhaupt keine Lust, aber wir checken es jetzt mal aus. Für euch tue ich alles. Nicht für mich? Nee. Ach so. Dann will ich dich alleine reinschicken. Langsam wird es verwirrend für unsere Zuschauer, wenn du jetzt immer meine Jacke trägst und ich jetzt auch noch deinen Rucksack. Es sagt keiner mehr, wer ist. Hey, guckt euch das Model an. Bon Appetit. Eine Pizza, Leute. Sehr lange her, dass wir das hatten. Hau rein. Sehr cheesy. Sehr gut. Richtig gut. Warum teilen wir uns die Pizza? Keine Ahnung. Das war deine Idee. Nee, weil eine Pizza $17 kostet. Achso. Das ist ein Argument, ja. Und weil wir noch Donuts haben. Ich will locker einen Döner. Ne, einen Donut. Einen Donut gegen eine Pizza tauschen. Einen Döner nicht. Jetzt wisst ihr um die Gelüste von Basti. Hunger hat er. Süßes, kleines Märkchen. Eher ein Food Court. Wir dachten, man kann da noch so ein bisschen Obst und Gemüse einkaufen, aber es war eher kleine Restaurants und Deko-Kram. Den braucht man nicht. Den braucht man nicht. Nee. Deshalb geht's für uns jetzt einfach weiter. Und jetzt gibt's die nächsten Kilometer auf dem Tacho. Viel Spaß beim geradeaus gucken. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen. Wir sind müde. Gute Nacht. Gute Nacht. Sag gute Nacht, Kevin. Gute Nacht, Kevin. Guten Morgen aus Saskatchewan. Sind wir schon in Saskatchewan? Ja. Es ist eiskalt und windig und wir kommen voran. Irgendwie ist es gut. Aber kalt. Aber kalt. So, wir machen das jetzt zu Ende und dann geht's wieder auf die Straße.
weil es müssen erst ein paar Kilometer gefahren werden, bis wir Frühstück bekommen. So sieht das übrigens aus, wie wir übernachtet haben. Und über Manitoba und Saskatchewan war die ganze Zeit jetzt schon so eine riesen fette Wolke und hinten dran kommt dann irgendwie blau. Wir wollen einfach grundsätzlich nicht so weit vom Highway wegfahren abends zum Schlafen, um einfach jeden Kilometer zu sparen. Also nur bei unserer Fahrt gen West. Ja, nur bei unserer Fahrt jetzt gegen den Westen. Gegen den Westen. Ja, aber für eine Nacht war es mega okay und auch ruhig und For free. for free. Ich höre mich nicht beschweren. Wir wollen los. Keine Zeit verlieren. Keine Zeit. Hat ja nichts am Spaß hier. Es wird nicht besser, meine Freunde. Der muss auch aus dem Winterschlaf sich immer, wenn es zu kalt ist, mal rausmuggeln. Schöner Insider. Der Trans-Canada Highway ist die 6. längste Fernstraße der Welt. Mit über 8000 Kilometer verbindet sie den Pazifik mit dem Atlantik und somit 9 der 10 Bundesstaaten in Kanada. Es gibt keine genaue Kilometerzählung, weshalb es an beiden Enden eine erste Meile gibt. Crazy! Wir haben die riesige Wolke, die uns seit Manitoba verfolgt, hinter uns gelassen. Wir sind wieder auf der Sonnenseite des Lebens. Yeah! Yeah! Da fährt sich doch gleich viel entspannter. Müssen wir ja direkt die Sonnenbrillen rausholen. Hole in my chest on the day that she left, but it was for the best. I was praying down on my knees and I still can't believe you showed up out of the blue. I'm so happy it hurt when they walked out the door. Happy they left my heart broke on the floor. Happy I don't have to fight anymore. Had to leave it behind me, so real love to find me. Wir fahren ja Richtung Westen und die Sonne geht quasi direkt vor unseren Augen unter. Und selbst mit Sonnenblende ist man einfach nur die ganze Zeit geblendet und guckt in die Sonne. Wir haben jetzt in ein paar Minuten einen kleinen Rastplatz ausgesucht, wo wir mal mit Peppi noch mal rausgehen eine Runde und warten, bis die Sonne so den krassen Peak vielleicht überwunden hat oder so. Ich glaube, das ist erst, wenn sie untergegangen ist. Ja. So lange können wir nicht warten. Ja. Naja, viel geht's also gerade nicht zu berichten. Könnt ihr glauben, wie viel Land das ist? Das ist der Wahnsinn. Wir fahren schon den ganzen Tag geradeaus und links und rechts. Soweit das Auge gucken kann, ist Land. Das ist bewirtschaftetes Land. Das ist krank. Das ist crazy. Ein paar Kilometer haben wir ja noch. Ja. Wahnsinn. Okay. I was praying down on my knees and I still can't believe you showed up out of the blue. I'm so happy. Das Schöne, wenn man Richtung Westen und der Sonne entgegenfährt, ist natürlich der wahnsinnige Sonnenuntergang. Wir haben jetzt tatsächlich genau in der Zeit, wo die Sonne geblendet hat, einfach Pause gemacht mit Peps und sind jetzt gerade wieder losgefahren und der Himmel ist einfach nur
Wahnsinn. Spektakulär. Einfach nur der Hammer. Mega. Pink, rosa, orange, blau, egal wohin das Auge reicht. Crazy. Crazy, crazy, crazy. So macht ein Roadtrip Spaß. So, liebe Leute, das war eine ganz schöne Mammutfahrt bis hierhin. Wir haben uns schon gedacht, dass das lange Strecken sind, aber quer durch Kanada zu fahren, Halleluja, das ist eine Strecke. Aber wir haben jetzt einen riesen Teil geschafft. Wir haben schon was richtig Cooles ins Navi gepackt. Das zeigen wir euch aber nächste Woche, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, denn das hätten wir so gar nicht erwartet, dass wir auf so eine Landschaft hier in Kanada treffen. Ja. Aber das zeigen wir euch dann am Sonntag. Wir hoffen, auch wenn es viel Fahrerei war, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ja, lasst uns natürlich wie immer einen Daumen nach oben da. Da freuen wir uns riesig drüber. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ding! Genau. Und dann sehen wir uns am Sonntag. Ja. Danke. Ende.